Du möchtest deinen Geberit-Spülkasten öffnen, weißt aber nicht wie? Kein Problem. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Unterputzspülkasten öffnen, also die Drückerplatte abnehmen kannst, um zum Beispiel einen WC-Tab einzuwerfen oder den Wasserkasten zu entkalken. Für die Anleitung wird kein Werkzeug benötigt. Und nur für das Öffnen des Geberit Duofix Einbauspülkastens muss das Wasser auch vorher nicht extra abgedreht werden. Um die Betätigungsplatte zu entfernen, greife ich sie beidseitig von unten und schiebe sie mit leicht spürbarem Widerstand nach oben. Bei anderen Modellen kann es aber durchaus vorkommen, dass die Platte stattdessen nach links oder rechts geschoben werden muss. Auf Spannung gehalten lässt sich die Drückerplatte nun oben nach vorne kippen und sobald ich sie entlaste, auch vom Befestigungsrahmen abnehmen. Nachdem die Betätigungsplatte abgenommen ist, muss nun auch noch der Befestigungsrahmen ab. Um ihn zu entfernen, müssen zunächst die beiden blauen Verriegelungen links und rechts gelöst werden. Die eine wird nach oben, die andere nach unten gedrückt. Anschließend lassen sich beide Distanzbolzen um 90 Grad drehen und mitsamt Halterahmen entfernen. Bei älteren Geberit-Spülkästen kann der Rahmen statt der weißen Bolzen auch verschraubt sein. Nun trennt uns nur noch eine letzte Schutzplatte vom Inneren des Unterputzspülkastens. Auch sie lässt sich ganz einfach entfernen. Dazu müssen lediglich die beiden oberen Laschen nach unten gedrückt und die Platte leicht angeschrägt herausgezogen werden. Und damit ist der Geberit-Unterputzspülkasten geöffnet, etwa um einen Wasserkastentab bzw. WC-Reinigungswürfel einzuwerfen, ihn zu entkalken oder bei Problemen an die Spülmechanik zu gelangen. Sollte letzteres bei dir der Fall sein, möchte ich dir kurz noch zeigen, wie du das Wasser am Spülkasten abstellst, nämlich durch Drehen des innenliegenden Absperrventils im Uhrzeigersinn. Falls Ersatzteile benötigt werden, findest du auf der Schutzplatte übrigens oft einen Aufkleber mit der genauen Modellnummer sowie Hinweisen zu Einstellmöglichkeiten wie dem Spülvolumen. Um den Geberit-Unterputzspülkasten wieder zu verschließen, ist umgekehrt vorzugehen, also beginnend mit der Schutzplatte. Dazu werden die Drückerstangen durch die Aussparung geführt, die unteren Nasen schräg in die vorgesehenen Aufnahmen gesetzt und die Platte anschließend oben zugedrückt, bis die Laschen einrasten. Dann ist die Montage des Halterahmens an der Reihe. Er ist so anzusetzen, dass die beiden Distanzbolzen in die Aufnahme greifen. Die Betätigungsstangen wieder durchführen und den Rahmen leicht andrücken. Jetzt nur noch die Bolzen festdrehen und beidseitig verriegeln bzw. festspannen. Zu guter Letzt muss nur noch die Geberit-Betätigungsplatte angebracht werden. Sie ist von unten leicht angeschrägt so anzusetzen, dass die beiden rückseitigen Keile hinter die Federstangen des Rahmens greifen. Dann die Platte mit leichtem Druck nach oben schieben und allmählich zur Wand führen. Sobald sie rund um die Fliesen berührt, kann der Federmechanismus wieder entspannt, also die Drückerplatte losgelassen werden. Mit einem kurzen Funktionstest von Spül- und Spartaste sollte nun noch geprüft werden, ob die Toilettenspülung weiterhin oder je nach Öffnungsgrund wieder funktioniert. Lässt sich eine Taste hingegen nicht drücken, hilft es meist, die Betätigungsplatte einmal kurz hoch und runter zu schieben, also ohne erneut den kompletten Toilettenspülkasten öffnen zu müssen. Und damit habe ich dir gezeigt, wie du die Geberit-Drückerplatte entfernen und danach auch wieder montieren kannst. Wenn dir die Anleitung dabei geholfen hat, deinen Unterputzspülkasten zu öffnen, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen. Hier noch 2 weitere Videos, die dich möglicherweise auch interessieren können.